Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, hinten, da steht ein Bus, um den es sich heute handelt. Da habt ihr lange drauf gewartet. Endlich mal die ehemaligen Bogestra-Busse mal in voller Ausstattung, in voller Länge euch mal vorzustellen. Ja, ich versuche das mal. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Das entscheidet ihr nachher mit einem Daumen hoch oder unten. Unten eher weniger natürlich. Alles aber nach dem Intro. Wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. So, dann laufen wir mal gemeinsam hin. 2 Stück sind ja schon fertig. Schlüssel habe ich auch schon. So sieht das aus hier. VR 856. Genau, das ist der. Die sind jetzt von innen, von außen alles sauber. Der andere steht da hinten. Ja, aber den nehmen wir uns später mal vor. Wir können ja einmal von außen erstmal uns den mal betrachten, was so besonders an dem ist. Ich weiß noch kein Baujahr, ich weiß noch gar nichts. Ich muss mal gleich erstmal in die Papiere gucken. Ne, aber bei der Kurzvorstellung habt ihr schon direkt gesehen, dass der Setra Radkappen hat. Ist ja nicht schlimm, ist ja auch eine Familie. Ja, auch Evo Bus. So sieht das aus. Oh, die haben hier sogar 9 Bar. Bogestra, okay, das haben wir zum Beispiel sowas nicht. Ja, so sieht das schon mal ganz gut aus. Von außen habt ihr den ja schon gesehen gehabt. Ne? Jetzt, wo wir schon mal hier hinten sind, können wir uns den Motor ja auch schon mal angucken, bevor wir uns mal komplett mit diesem Bus uns beschäftigen. Das sieht doch schon mal richtig schön sauber aus alles. Ja, ganz klar alles hier der Diesel und so. Ja, die sind jetzt ja auch noch mal alles kontrolliert worden. Die gehen übrigens ersten Ferienende, erster Schultag in NRW gehen die auf Linie, beziehungsweise mal gucken, wo die überall eingesetzt werden. So, die Türen sind schon auf. Das ist ja wohl bekannt, wenn sie lange stehen, dass eben halt keine Luft da ist. So, dann schauen wir mal. Wir fangen mal von vorne an. Machen wir mal ganz systematisch. Wir gucken uns mal die Papiere an. Mal gucken, was für ein Baujahr der ist, wie viel PS der hat und. So Leute, dann fangen wir mal an. Die Papiere, die habe ich im Moment noch nicht gefunden, aber wie ihr sehen könnt, haben wir ja gesagt, der ist von 2008, so wie es aussieht. Originalpapiere wären natürlich gut, aber vielleicht finde ich die ja gleich noch irgendwo. Okay, wir wollten ja anfangen. Das ist jetzt diese neue Scheiben, die wir überall einbauen. Wir haben, glaube ich, ganz viel davon gekauft. Richtig Scheibe, richtig mit Siegel und alles, was dazugehört. Passt auch hier hin. Das war der, wo ich gesagt hatte, der Lackierer, der hat ja hier so ein bisschen, hier könnt ihr sehen, das ist die alte Farbe. Das ist jetzt die neue. Ja, nicht schlecht. Das passt genau hier mit den Armaturen. Ja, auf jeden Fall nicht mehr so schlimm, wie es mal früher ausgesehen hat. Die Türen gehen jetzt langsam zu. Hab den mal laufen lassen, weil er keine Luft gehabt hat. So sieht das aus, wenn er noch keine Luft hat. Ja, alles andere kommt gleich noch. Müssen wir noch resetten und so. Das geht nachher alles von selbst. Ansonsten Dashboard alles gleich. Ich melde mich hier auch natürlich an. Mal gucken, ob wir den auch noch fahren. Ich habe heute mein Kabel vergessen, wo ich die Kamera normalerweise immer hin tue, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das hin. Hier hat sich nichts geändert, alles gleich. Ja, der OBD-Stecker, den können wir hier wieder zumachen. Hier, warum der auf war, keine Ahnung. Ja, und für ganz, wenn die das nicht wissen, wo gelöst und wo fest ist, hat man hier sogar noch, da ist gelöst und hier ist fest. Die Knöpfe, das kennt ihr ja schon alles. Für Lenkrad einstellen, Motor Not aus. Und dann ist das Teil zum Resetten. Wartet mal. Hier vorne. Seht ihr das überhaupt? Ah, jetzt seht ihr das. So, jetzt haben wir da drauf gedrückt. Und jetzt ist vorne ist schon zu. Ja, vorne ist schon geresettet. Und hinten entweder hat er noch keine Luft oder gehen wir gleich mal hin. Können wir nochmal drauf drücken.
Ah, jetzt habt ihr vielleicht gehört. Jetzt wird hinten auch in Ordnung sein. So, Nothahn betätigt. Kann auch sein, dass der Nothahn... Gestern waren die Putzfrauen nämlich hier dran, habe ich gehört. Und die haben... Aber was habe ich denn hier? Guckt mal, was ich hier habe, Leute. Hier ist nochmal eine Beschreibung. Hier von den von das hier. Da unten das hier. Aber schön, anstatt das hier direkt hier unten dran zu kleben, haben die das an eine Decke geklebt. Ja, wie soll der Fahrer da oben gucken? Und hier, schön wäre es so gewesen. Klein, fein, einfach daneben. Da kann man sehen, ich mache mir den mal auch mal warm, damit ich dir gleich nicht den Arsch friere. So, dann gehen wir jetzt mal weiter mit dieser roten Bestuhlung. Aber, guck mal, weich. Ja, richtig schön weich. Ich denke schon, was ist das für ein Knopf hier? Für Stopp haben die hier einfach so. Die haben noch keinen... Wie gesagt, die werden bestimmt auf Schulfahrten eingesetzt, denke ich mal. Entwerter sind auch schon drauf, außer Betrieb noch. Klar, ich muss mich ja auch erstmal noch anmelden. Jo, dann schauen wir mal. Schön gereinigt, schön sauber alles. Ja. Wenn ich die Papiere hätte, dann hätte ich gewusst, ich sehe das von hier oben schon. 49 Sitzplätze, 93 Stehplätze und ein Rollstuhl. Und hier, das ist ja das Gute daran, wenn alte Omis sich hier mal hinsetzen mit ihrem Rollator, dann setzen die sich hier hin, dann haben den Rollator vorne. Die haben ja immer Angst um ihre Rollatoren, dass die abhauen. So, das ist die Tür, die Probleme macht. Warum auch immer. Ich sehe das schon, der hat keine Luft. Was macht man da? Der hat hier auch noch... erstmal mal gucken. Das Nothahn war betätigt. Der müsste jetzt automatisch eigentlich auch zugehen. Oder? Ich guck mal. Tut sich noch nichts. Okay. Ich muss mich auch selber erstmal schlau machen, was mit diesem Bus ist. Der Kranz auch schön sauber gemacht. Ja, die Putzfrauen, die waren fleißig. Wie sieht es denn hier aus? Ja, die Putzfrauen, die kamen bestimmt nicht rein oder raus und haben das betätigt und vergessen, denke ich mal. Mal gucken, wie sieht es denn mit dem hier aus? Okay. Ja, jetzt hat er auch Luft, aber die hinteren, die müssten doch automatisch zugehen, oder nicht? Wollte ich doch sagen. Das muss auch mal anders gelöst werden hier. Warum hier so ein paar Kabel hier hängen? Da werden die Kinder bestimmt dran ziehen. Was passiert, wenn wir hier drauf drücken? Ich habe die Freigabe noch nicht gemacht. Muss ich gleich noch machen. Oben die Kameras könnt ihr auch sehen. Hier die Vierergruppe wie bei den normalen. Hier sogar mit Schutz, damit die nicht hier runterfallen. Der hier, der Sitz hier, da ist ja richtig der Schleudersitz. Also wenn wir Schulkinder fahren und so, da werden die Lehrer immer sagen, nicht da hinsetzen. Warum? Weil man sofort, wenn man bremst, dann liegt das Kind oder so direkt hier im Gang drin. Ja, viel gibt es eigentlich nicht zu sagen. Oh, das sehe ich, das ist auch schön, wenn man mal hier im Kranz steht. Da kann man sich hier so festhalten. Auch gut. Ja, dann schauen wir mal, wie wir die Türen hier zukriegen. Gehen in den Motorraum, hinten noch mal gucken. Und vielleicht kriegen wir heute den auch noch zum Fahren. So, der hat hier noch Probleme. Mal gucken. Jetzt geht er zu hinten. Okay, aber hupt etwas. Ich bin dagegen gekommen. Oder ich hatte ja vorhin gedrückt. Genau, das ist für die ganz hintere Tür. Wenn man die aufmacht, die gehen zusammen alle auf. Guckt mal, Leute, das ist neu. Zumachen kann ich den einzeln. Ja. Die hintere Tür, das gehe ich jetzt mal gucken. Das ist auch schön. Wenn man Freigabe gibt, macht er sofort alle auf. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Okay. Klappt tadellos. Ich wundere mich nur, dass er hier auch so Schalter hat. Vielleicht gehen die hier auch auf. Okay. Ich kann das von da aus nicht öffnen. Doch, ich kann... jetzt weiß ich. Ich zeige euch das gleich.
Aber der geht nicht alleine zu. Merkt ihr? Warum geht der nicht alleine zu? Die hinteren ja. Vielleicht wegen der Rampe, damit das eben halt ausgefahren ist. Das verstehe ich jetzt zwar nicht. Aber ihr seid ja die Experten oder die Bogestra-Leute. Ihr werdet das bestimmt schon in die Kommentare schreiben. So, jetzt schauen wir uns das mal an, was hier los ist. Also, die hinteren Türen sind von alleine zugegangen. Und die mittlere Tür, die kann man von hier aus selber zumachen. Und wenn wir diesen Schalter hier wieder betätigen, müssten wir eigentlich losfahren können. Aber gerade, wo ich den ja betätigt habe, sind ja alle zwei Türen hinten aufgegangen. Ob das ein Zufall war? Jetzt probieren wir das mal. War wohl ein Zufall. Ja, oder? Ah, Tür kann ich von hier aus, die mittlere kann ich öffnen. Wenn ich die selber nicht öffne, hat er aber trotzdem die Freigabe für beide. Das ist doch schon mal auch gut. Ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also nochmal zum Mitschreiben. Die mittlere Tür kann ich separat öffnen. Nur die mittlere. Die geht aber nie von alleine zu. Und auch separat schließen. Hört ihr ja. Oder ich mache einfach nur den hier. Betätige den gar nicht. Dann können die Kunden beide Türen von hier aus einmal und zweimal öffnen. Wobei die hintere von alleine zugeht, aber die mittlere nicht. Ne, die mittlere bleibt daueroffen. Hier passiert nichts, auch wenn man drauf drückt. Da hat der Fahrer dann aber die Kontrolle eben darüber, dass er von hier aus den auch wieder zumachen kann. Und die Freigabe für alle, wenn du den nämlich nicht, warte mal, wenn du den nämlich nicht wieder zumachst, kann man auch nicht anfahren. So, vorne ist alles okay. Ich frage mich nur, sind das Lichtschranken oder was ist das da, diese Dinger hier? Oder ne, das sind LED-Lichter, glaube ich. Müsste ich mal bei Nacht gucken oder wenn ich gleich Licht anmache. Ja, ja. Ach, das ist der Wagen, ehemalige 0869 sogar. Könnt ihr auch noch mal sehen. Gut, wir gehen mal jetzt nach hinten und hören uns den Motor an. Kann man den dann von hier öffnen? Ah, ich habe die Freigabe nicht erteilt. Ganz normale Diesel hat er hier vorne und AdBlue hat er hier vorne. Alles gut. Ein verblombter Nothahn, auch sehr gut, damit da keiner dran rumspielt. Und jetzt hören wir uns den Motor nochmal. Wirklich schön. Ja. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als mal den zu fahren. Ich gucke mal, dass ich mich anmelden kann und so alles. Und dann gucken wir mal, dass wir den fahren können. So Leute, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Ich habe hier so einen Zettel gefunden. Also die sind tatsächlich von 2008. Und die Bezeichnung ist gleich geblieben. O530G, ein A22 steht hier sogar noch drauf. Citaro Evo Bus und sowas alles. Der hat 220 kW, der ist lang 17 Meter und 180, also 18. Ja, der war mir schon ziemlich lang, aber nicht so lang wie der ehemalige oder beziehungsweise unser, was ist das, 639, der war ja am längsten. Ja, ansonsten, wie viele Fahrgäste hier rein können und so, das hatte ich euch ja schon erzählt. Ist alles geblieben. Ich muss jetzt mal sehen, dass ich die Kamera irgendwo positioniere, damit wir fahren können. So, bleibt dran. So Leute, die ersten Meter mit dem neuen Bus hier. Schön einstellen erstmal alles. Kann sein, dass ihr mich nicht sehen könnt hier wegen dieser Scheibe, die stört wohl, aber ich bin ja nicht so wichtig. Wichtig ist ja Straße, wo wir hinfahren.
Alles natürlich nach den Straßenverkehrsordnungen wird gefahren. Dann wollen wir mal die ersten Meter probieren. Okay, auf, los geht's los. Erstmal hier gucken, ist mal gefährlich hier bei uns. Ich höre jetzt schon mal kein Klappern. Normalerweise mit unseren Bussen, wenn ich hier fahre, dann war schon mal dieses Klappern und so schon da. Der hat ja auch einen Retarder hier an Lenksäule, habe ich gerade noch gesehen. Spiegel ist noch nicht richtig eingestellt. Mal gucken, klappt das? Oh, klappt sogar. Ey. So, drehen wir mal unsere Runden hier. Ich habe irgendwie mit Kabelklemmen, Kabelbinder, diese Stripse da, Stripse, keine Ahnung wie die heißen, Kamera mal dran gemacht. Ich hoffe, das hält für die paar Meter. Aber konzentrieren wir uns mal jetzt auf den Bus. Ganz leicht hinten höre ich ein bisschen was klappern, aber sonst wunderbar. Ja, fahren wir mal hier direkt mit Kreisverkehr, einmal hier um den Brei rum, um den Pudding rum. Hat mein ehemaliger Chefin immer gesagt, einmal um den Pudding rum. So, mal gucken wir in die Kurven, ja, super. Nö, ganz normal. Mercedes ist Mercedes, Leute. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Jetzt die MAN-Leute, die werden sagen, ja, MAN ist the best und so, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ne, allein schon die ganze Form und der Stern vor allem hier. Ne, Mercedes bleibt Mercedes, ganz einfach. Ja, nö, der fährt gut. Kein Geklappere, kein was weiß ich etwas. Innenansagen und so, der hat auch außen auch Ansagen. Mal gucken, die Leute hier. Hallo. Scheiße, wer hat das gehört? Klappt. Oh, was? Der hat sich umgedreht. Hallo, wer sagt denn da? Die guckt immer noch. Okay. War der falsche Knopf. Ich wollte eigentlich für die Innenansage. Also der hat Außen- und Innenansage hier einen Knopf. Mal gucken wir die Innenansage hier. Hallo. Ja. Klappt auch. Wunderbar. Was hat er noch? Ja, ich weiß gar nicht, was ich euch erzählen soll. Alles gleich hier. Dashboard, da ist ja das Gute immer dran. Wenn man Bus übernimmt, diesen Dashboard ist alles gleich. Man weiß eigentlich immer, wo was ist. Ja, Zielbeschilderung klappt auch. Man kann auch schön in die Kurven so gehen. Ich gucke immer noch, ob die Kamera dran ist. Hier wieder raus. Ja. Ne, haben wir wirklich ein Schnäppchen gemacht. Auch wenn er jetzt 800 und noch was Kilometer runter hat, ist gar nicht schlimm. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie auch auf normalen Linien, nicht nur auf Schulverkehr laufen, weil die jetzt ja auch hier diese Drucker und so drauf haben und nicht diese Handdrucker. Ja, gehe ich stark davon aus, dass wir die da auch einsetzen können. Hier ist noch so eine Strapse von vorhin, was ich euch gesagt habe, mit denen habe ich die gerade festgemacht, die Kamera. Kasse und so. Ja, wunderbar. Dann fahren wir mal wieder zurück zur Firma. Und nächste Woche oder in den nächsten Tagen, wenn ich den anderen Bus kriege, dann zeige ich euch auch den. Ah, der hat auch Funk neu gekriegt. Ja, Funk ist auch drin. Aber klappt noch nicht irgendwie. Weiß ich jetzt nicht, ob der vorher schon drin war. Glaube ich nicht, dass sie den mit Funk abgeben. Das weiß ich jetzt nicht. So. Ja, auch vom Anzug her. Guck mal, Leute. Ne? Wunderbar. Und vielleicht eine Neuigkeit für euch, oder vielleicht interessiert euch das, wenn ein bisschen Sommer ist, also ein bisschen Sommer,
Wetter ein bisschen gut ist. Ich habe mit dem Jan gesprochen, da wo unsere alten Busse abholt, habt ihr ja gesehen, den großen Schrottplatz in Holland. Ich darf, wenn er sich nicht widerspricht, mit einer Drohne bei ihm auf dem Platz oben alles von oben filmen, Leute. Was haltet ihr davon? Das wäre doch mal was. Ne? Da können wir vielleicht mit der Drohne so langsam da, wo er in die Ecken, vielleicht waren ja ganz hinten versteckte Busmarken, die wir nicht gesehen haben oder so, können wir dann oben mit der Drohne so ein bisschen gucken. Habe ich vorgestern noch angerufen gehabt. Hat er gesagt, kein Problem damit, kannst du gerne machen. Ich habe auch einen Wunsch geäußert, dass er mal, wenn er die Busse auseinander nimmt, irgendwie zersägt oder so, dass er mal ein paar Aufnahmen macht. Mal gucken, vielleicht schickt er mir ja noch was. Ja. Gut, dann können wir direkt zur Firma wieder zurück. Alles gut. Da ist eine von Breitenbach. Hallo. Tada klappt auch. Haben wir ganz vergessen zu erwähnen und zu probieren. Ja, wenn man den mal braucht, ist er auch schon zügig. Jetzt können wir den mal. Ja, okay, der Tada braucht ein bisschen, bis er runterschaltet, warum auch immer. Ist noch kalt alles, vielleicht deswegen. Der Jeffrey müsste das ja wissen, elektrisch oder. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf auch nicht. Ich probiere das gleich mal nochmal, ein bisschen länger gebraucht, aber war am Bremsen. Ja, ansonsten Heizung. Ich habe ein Gebläse ausgemacht gehabt, damit das euch nicht stört. Aber sonst klappt alles. Mal gucken, klappt denn die. Jetzt müsste hier ein Symbol aufleuchten eigentlich. Webasto Heizung. Mal gucken, wenn ich losfahre. Nee. Webasto scheint noch nicht zu klappen, oder? So warm ist der ja noch nicht. Mal gucken, wie warm ist der denn? Tank, der ist noch halb voll. Ne, Webasto klappt irgendwie nicht. Das mussten wir mal direkt bei im Winter bemängeln. Haben die wohl nicht kontrolliert oder so? Keine Ahnung. 4,5 Grad haben wir draußen im Moment. Ja. 45 Grad, 50 Grad haben wir jetzt Wassertemperatur. Naja, okay. Ich weiß aber, wie die resettet werden. Aber zeige ich euch nicht. Sonst verbrennt ihr euch die Finger. So, und da sind wir schon wieder zurück in der Firma. Den parken wir direkt da, wo er Montag startet. Wo ich dieses Video aufnehme. Wir haben heute den 08/01/22, natürlich immer noch Corona-Zeit. Und Montag sind die Ferien zu Ende hier in NRW, die Winterferien, Weihnachtsferien. Und dann werden 2 schon eingesetzt. Hier noch eine Parade, hier der 37, wie ihr sehen könnt. Dann unser 2049 und der 847, der andere ehemalige Bogestra-Bus. Und da oben sind die Vorgänger von den beiden Bussen. Schönes Bild, oder? Ja, schön und schade eigentlich für die, die da oben sind. Der kommt auch überall um die Ecken und so, wirklich sehr schön. Den parken wir mal direkt hier und schauen mal, dass alles klappt. So, den ziehen wir jetzt nochmal gerade.
haben wir extra so ein Schild. Nicht über dieses Schild hinaus den Bus abstellen. Ja, wisst ihr warum? Weil wenn die mit Gelenkbus tanken wollen, die müssen ja hier so den großen Bogen nehmen. Und dann nehmen sie meistens dann den Spiegel den Teil mit, wenn er zu weit da vorne ist. Deswegen haben wir gesagt, ab hier und gut ist. So Leute, das Video ist zu Ende. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, die ehemaligen Borgestra-Busse einfach mal zu sehen. Jetzt mit neuer Lackierung und neue Zielbeschilderungen. Und ja, Innenraum konnten wir nicht allzu viel machen, ein bisschen verschönern. Aber es ist wirklich ein sehr schönes Fahrzeug. Der andere, den fahre ich die Tage mal. Den werde ich natürlich dann auch hier wieder vorstellen. Und die anderen zwei, wenn die fertig sind, natürlich auch. Die ehemaligen Borgestra-Fahrer, die diese Busse vielleicht gefahren haben, die können ja in den Kommentaren schreiben, oh, den habe ich schon gefahren und vielleicht hat er ja bei euch ja noch so Macken gehabt oder so. Könnt ihr mir ruhig verraten. Dann weiß ich, was damit ist. So, in diesem Sinne, macht's gut, Leute. Bis in einem anderen Video auf den anderen Kanälen oder wieder hier auf den Hauptkanal von Memerui. Genau. Bis dann.